Weidmannsheil, liebe Zuseher! Wir laden euch ein, mit uns zur Jagd auf einen besonderen Gamsbock im Hochgebirge zu kommen. Ihr könnt uns mit einem Like, einem Abo und einem netten Kommentar motivieren und unterstützen, weitere Filme wie diesen zu veröffentlichen. Vielen Dank im Voraus, viel Spaß beim Zusehen und wie immer Weidmannsheil. Um 7 Uhr waren die Jäger mit ihrem Pirschführer Sepp verabredet. Wie schaut's aus? Super schaut's aus. Sind wir startklar? Ja, Okay. absolut. Wie vor jeder Jagd, der eine längere Anreise vorangegangen ist, wurde auch diesmal die Waffe Probe geschossen. Genau in der Linie, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Am Gewehr liegt's nicht. Auf einer gut befahrbaren Forststraße ging es hinauf auf 1700 Meter, von wo die Jäger mit der Pirsch starten wollten. Das Revier begrüßte sie nach wenigen Fahrminuten bereits mit dem Anblick einer Rehgeiß und ihren beiden Kitzen. Nachdem der mit allerlei Utensilien befüllte Rucksack geschultert war, ging es los. Prachtvolles Wetter mit der gerade über den Bergrücken aufsteigenden Sonne begrüßte die 3 Weidmänner im Reich der Gemsen. Wir sind jetzt die ersten Minuten auf dem Berg zum Gamsjagen und es ist unglaublich beeindruckend, diese Bergwelt. Auch der erste Anblick von Gamswild ließ nicht lange auf sich warten. Bei Almhütten, links rauf, in der Wiese stehen 4 Stück. Der heilige Hubertus wird es doch nicht zu gut mit den Jägern gemeint haben und gleich nach wenigen Minuten des Aufstiegs einen passenden Bock präsentieren? Nein, der Bock war laut Sepp zu jung. An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass sich die Gastjäger mit der Gemse als jagdbares Wild schon lange beschäftigen. Experte bei dieser Wildart bleibt aber Sepp, der natürlich sein Wild im Revier kennt und abschätzen kann, welcher Bock reif und jagdbar ist. Deshalb konnten die Jäger in aller Ruhe das Verhalten des Bockes beobachten. Das Stampfen mit dem Vorderlauf ist einerseits Drohgebärde und andererseits Warnung vor Gefahr. Dieses Ambiente, dann dieser Anblick, der schwarze, stark gebartete Bock, ja, auf dieser weißen Fläche. Also, wie soll ich das sagen? Unglaublich. Mit dem sogenannten Brunftschütteln markiert der Bock sein Territorium. Er benetzt mit dem Hahn seine Flanken und trägt damit seinen Geruch für die Rivalen durch sein Revier. Da lacht das Jägerherz. Ja, war hier. Und dann bleibt er nur so lang stehen. Das ist Übungsgams. Sepp hat recht, wenn er diesen Gamsbock als Übungsgams bezeichnete. Er zeigte gamstypische Verhaltensweisen.
Alle weiteren Verhaltensweisen wie das Hornern, das Markieren mit den Brunftfeigen, das Breitseits imponieren oder auch das Drohen werden wir in diesem Video noch zeigen können. Sepp, ganz oben da. Da oben. Ja. Schaut's gerade drüber. Wenige Höhenmeter gegangen, haben schon einen Gamsbock, Käse mit Kitz. Und da ganz oben auf dem Grat, also auf dem unteren Grat, nicht ganz oben am Berggrat, sondern an Hügel unterhalb, eine weitere Gams gesehen. Geht gut los. Unten haben wir schon 3 Rehe gesehen. Toll. Freizeitmöglichkeiten ohne Ende. Richtig viele. Sehr schön. Aber ja, das sind halt da die Natur genießen können. Ne? Und ja, da müssen wir halt ein bisschen früher dran sein als die Touristen. Aber jetzt ist eher Zeit, wo nicht mehr viel los ist. Ja, wo nicht mehr viel los ist. Ideal, ja, ganz ideal. Jetzt geht's bergauf. Jetzt geht's wirklich bergauf. Weg von den Forstwegen. Rauf auf Biersteigen, auf den Berg. Die von Sepp erwähnten Touristen sollten im Laufe des Tages noch wesentlichen Einfluss auf diese Jagd nehmen, aber dazu später. Vorerst waren die Jäger an einen Platz gekommen, wo sie am mit Schnee bedeckten Gegenhang den ersten passenden Gamsbock erblickten, leider noch viel zu weit entfernt. So ging es langsam, aber stetig weiter bergauf. Sepp kennt sein Revier wie seine Westentasche, daher waren Umwege gewollt, um an eine passende Stelle zum gesuchten Bock zu kommen. Die Gämsen waren, das konnten die Jäger sofort feststellen, permanent unterwegs. Die Überwindung mehrerer 100 Meter innerhalb weniger Minuten stellten für die Gämsen offensichtlich kein Problem dar. Pirschzeichen wie eine frische Gamsfährte oder wie hier eine frische Gamslosung zeigen den Jägern, dass schon hinter dem nächsten Berggrat wieder eine Gams stehen könnte. Ja, das ist langsam pirschen. Und immer wieder schauen, stehen bleiben, die Gegend abgrasen. Und da und dort zeigt sie dann ein Gamsel. Das ist ein guter Bock, Martin. Schieß den.
Kugelfang. Ja, was? Weil man da so traumhaft oben gestanden. Ja, aber das stimmt schon. Nein, das ist erstens einmal wissen wir es, dass wir ohne Kugelfang nicht schießen sollen. Und braucht nur da oben eine andere Seite. Das weißt du nicht. Kaum war das Wort Wanderer ausgesprochen, war er auch schon da. Diese Situation soll uns allen als Mahnung dienen. Ist der Schuss aus dem Lauf, hält ihn niemand mehr auf. Jetzt macht man auch gut, ob er die Donau kommen will, dass er da hingeht, bis der Wanderer oben ist. Gell? Weil dann lässt ihn den, Ach so, ja, dann genau. lässt ihn den im Umgang. Es wäre ganz kurz eine Möglichkeit, aber Ja, da habe ich gerade das Gewehr ausgepackt. da hast du ausgepackt. Und Weil da ist er am am Hang gezogen. Ja, genau. Und dann, wie ich gelegen bin, hat das Weidloch Aber ich gezeigt. vermute, dass der hinten sein Rudel hat. Ja. So sein. Ja, genau. Ja. Was die Jäger nicht erwähnten, es war der gesuchte Gamsbock, den man aufgrund seines unterbrochenen Zügels auf der linken Hauptseite gut erkennen konnte. Nachdem der Gamsbock für längere Zeit nicht mehr in Anblick kam und der Wanderer hinter dem Berg verschwunden war, ging es weiter. Wir kommen jetzt langsam an die Baumgrenze. Und das ist schon schön. Weitere Höhenmeter ließen die Jäger hinter sich, als sie unterhalb ihrer Position wieder einen Gamsbock erblickten. Es war nicht der Gesuchte, weshalb es nach kurzer Rast und Abglasen der Berghänge zielstrebig weiter nach oben ging. Wir sind jetzt gleich am Grat oben, auf dem ersten Grat, dort wo der Gamsbock gestanden ist. Jetzt ganz vorsichtig, weil den Bock, den wir da unten bei der Hütte gesehen haben, der kann da jetzt auch aufziehen, da gegenüber ist ein Gams am Grat. Gerade noch waren die Jäger auf schneelosen Bergrücken unterwegs. Wenige Augenblicke später ging es über die mit Schnee bedeckten Flächen. Das Abglasen nach dem gesuchten Bock begann. Theoretisch musste der Bock oberhalb von den Jägern auf derselben Bergseite sein, doch vorerst war nichts vom Bock zu sehen. Von drüben kommt der Gams rüber. Ich weiß nicht, ob es ein Gamsbock ist oder Geiß. Das wird uns der Sepp gleich sagen. Aber ich bin schon gespannt, wie es da dahinter ausschaut. Auf den schneebedeckten Gegenhängen war überall Gamswild zu sehen. Auch waren mehrere Böcke zu sehen, aber nicht der Gesuchte. Im Gespräch mit Sepp erfuhren die Jäger, dass der gesuchte Bock nicht krank war. Sein markanter Zügel war jedoch ein eindeutig anzusprechendes und besonderes Merkmal. Auch ein zweiter Bock, vermutlich genauso alt wie der Gesuchte, würde passen und sich in diesem Gebiet aufhalten. Oh, das steht schön. Siehst du die Gams? Genau am Grat. Genau am Grat steht's. Stepper zum Trinken. Oh, da treiben zwei Gamsler.
Sepp, rechts. Hast gesehen, rechts oben. Jetzt? Den hohen Grat sieht man, ne? Ja. Und geht diese Felswand runter. Ja. Und dann Hier sehen wir ein weiteres Verhaltensmerkmal. Mit den Brunftfeigen, das sind Drüsen hinter den Schläuchen, werden Büsche und Sträucher mit moschusartig riechendem Sekret gerieben und damit Duftmarken zu setzen. Da kommt jetzt ein guter Bock. Es waren nun tatsächlich 2 Böcke, die sich zu den beiden Geißen mit ihren Kitzen stellten. Einer davon schussbar. In halsbrecherischer Geschwindigkeit sprang das ganze Rudel in hohen Fluchten bergab. Okay, jetzt durch das Ding durch. 1, 3, 4, das sind nur die 4. Kurz danach zog einer der beiden Böcke wieder hangaufwärts, um wenig später hinter dem bewaldeten Bergrücken zu verschwinden. Immer wieder sorgt Rehwild für Abwechslung. auf dem Bild steht nicht. Oder der schwarze Felsen. Aha. Der beobachtet den genau, den anderen. Wanderer sind wir, oder? Im Bock und genau unterhalb. Also was wirklich nicht besonders irritierend. Na, das sehe ich dem aber nicht. Das sieht sogar auf. Hinten noch kommt noch einer. Hinten noch kommt noch ein Gams. Ah, jetzt geht's aber los. Das ist der stärkere, der hintere. Das könnte das sein. Trotzdem sich die Jäger zuerst über die Anwesenheit des Bergwanderers am späten Nachmittag ärgerten, sollte er diesmal das weitere Verhalten der Gämsen nicht wesentlich stören. Da ärgern wir uns total, fahren zur besten Abendzeit und plötzlich sagt man ja. Da unten steht jetzt auch ein Gams. Es war wieder der vorhin hinter dem Bergrücken verschwundene Bock, der sich kurz darauf zur wohlverdienten Siesta ins Lager legte. Es kamen immer wieder Böcke in Anblick. Der Bock hat das Wort, das wäre vollkommen wurscht. Schaut mal da hinüber. Da sind 2 Gams.
Es schien so, als ob jeder Bergrücken von einem starken Bock besetzt war. Dieser Bock, der rund 700 Meter Luftlinie von den Jägern entfernt war, zeigte bei der Überquerung des Berghanges wieder die vorher erwähnten gamstypischen Verhaltensweisen. Also ist es nicht der dort liegt, sondern und drauf. Na gut. Na gut, dann werdet ihr euch ja vielleicht bald begegnen, ihr beiden. Der zieht auf, ja. Stetig bergauf. Geht runter. Da und fast am Grat steht er, also 20 Meter davor. Rechts von einer Lerche. Von der eigentlich alleinstehenden. Wie weit sind die ungefähr auseinander? 100 Meter? Was? 300. Naja, aber der obere, der kann ihn schon sehen. Ja, das könnte schon sein. Der kann ihn schon im Visier haben. 700 Meter. 700 Meter ist er weg. Aha, 700. Okay. Mich versteinert er. Ja, sieht man den. Ja, der geht am besten fest. Jetzt kommt er langsam auf die. Überall zogen Böcke herum, auch schussbare Böcke, doch leider waren sie alle vorerst noch viel zu weit weg und ein Anpirschen von dieser Stelle unmöglich. So warteten die Jäger geduldig, bis sich eine Chance ergeben würde. Das ist das Zeichen. Ja, die kommen jetzt doch. Ja, nicht weg. Ja, der kommt Während ein weiterer Bock in der untergehenden Sonne das Schneefeld entlang zog und immer wieder seine Duftmarke hinterließ, bemerkten die Jäger unterhalb in einem Kar, das schon lange Zeit im Schatten lag, einige Gämsen. Ob sich ein starker Bock oder gar der Gesuchte zu den Geißen gesellen würde, stand noch in den Sternen. Der starke Bock hatte einen zweiten Aussichtsplatz gefunden, von dem er offensichtlich einen ganz bestimmten Kontrahenten beobachten wollte. Ja, das ist. Robert, du bist der Einzige, der nach rechts oben schauen kann unten, gell? Okay, Weil wir sind da alle unter die passt. Falls. Also, das sind schon gut. Zufällig liegen. Zügeln sind noch ganz schwarz.
Nachdem die Jäger feststellen konnten, dass der Gams über ihnen nicht passte, konzentrierten sie sich wieder auf die Geschehnisse am Gegenhang, wo sich kurz darauf ein sehr starker Bock zeigte. Ich sehe ihn jetzt nicht. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Halt einmal ist quer. Fast hätten die Jäger einen weiteren starken Bock, der unter ihnen durchzog, übersehen. Er hatte offensichtlich ein bestimmtes Ziel. Waren es die beiden Geißen mit ihren Kitzen am Gegenhang, die ihn anzog? Oder doch der Kontrahent? Es war vorerst der Kontrahent. Für viele Minuten standen sich die beiden Gamsböcke gegenüber. Wenige Meter trennten sie. Doch keiner von beiden hatte offensichtlich vor, zu viele Kräfte zu vergeuden. Da sieht man schon einen Pinsel. Ja, im Pinsel sieht man super. Ich glaube, das ist der von links eingezogen ist, ne? Die bringen uns die Böcke jetzt mit. Die ziehen um und die Böcke kommen her. Das ist die Vermutung. Das ist die Vermutung. Ne? Die Hoffnung. Ich habe gerade gesagt, die Böcke haben es nicht ganz geschnallt, wie das mit der Brunft läuft. Die Geißen zogen mit ihren Kitzen langsam und vertraut bergauf. Nehmen alles mit. Alles Gewehr. Die Stecken müssen wir von hinten holen. Es war der Gesuchte, der am gegenüberliegenden Berghang stand. Für die Jäger hieß es nun, so rasch wie möglich bergab zu kommen. Ich habe jetzt großen Respekt vor dem Runtergehen. Das wird jetzt wirklich spannend. Und da gegenüber in den Schneefeldern sind die Gams von vorhin. Ja. Siehst du den Bock? Sehr, 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 sehr aufregend. Erst wenn man da herumjagt, glaube ich, weiß man, was Jagd bedeutet. Der Bock zeigte sich nicht mehr, doch die Jagd war noch lange nicht vorbei. Der Abstieg hatte noch einen überraschenden Anblick für die Jäger parat. Da steht der Gams schon wieder. Dann ist da. Und da oben steht einer. Da, Steht da. rechts von den Star. Und da. Wir sagen, wir freuen uns über den Anblick. Ja, ja. Die Jäger freuten sich also über den Anblick von Rot- und Gamswild. Was erwartet euch in der nächsten Episode? Nur so viel vorab. Der gesuchte Bock kreuzte wieder die Wege der Jäger und am Ende hallte der Schuss über die Berggipfel.
Freut euch auf eine weitere, an Spannung und herrlichen Eindrücken fast nicht zu überbietende Gamsbirsch. Ist jetzt